Hi, ich bin Gunnar, bin Consultant im Team von Valiant und ich möchte mir heute mit euch zusammen einmal anschauen, wie Order Splits beziehungsweise die Aufteilung von einem Angebot in mehrere Orders funktioniert. Wir sind jetzt hier wieder in unserer Centric-Umgebung. Wie ihr vielleicht schon wisst, Centric ist ein Unternehmen, das verkauft Software, aber auch Hardware-Komponenten, hat vormals On-Prem-Software verkauft und jetzt eben hat sich zu einem SaaS-Unternehmen gewandelt. Und wie so oft startet unsere Reise eigentlich bei einem Angebot, wie ihr vielleicht hier schon seht. Wir haben jetzt eine Hardware-Gruppe und eine Software-Gruppe auf unserem Angebot. Wir haben entsprechend 25 Laptops und dann eben unsere All-in-One-Centric-Plattform dazu mit verschiedenen Software-Komponenten dazu, unter anderem den Teams-Connector. Was wir jetzt als erstes machen, wir fügen zu dieser Gruppe hier vielleicht noch ein paar Headsets hinzu, also ein paar weitere Hardware-Produkte, machen da vielleicht auch wieder die entsprechende Anzahl an 25 Headsets draus, damit das Ganze stimmt und alle von den 25 Nutzern, die jetzt eben einen neuen Laptop bekommen, auch entsprechend ein Headset dazu haben und sind vielleicht auch sogar noch so nett und geben hier 5% Discount darauf, damit mein Manager das jetzt nicht extra nochmal approven muss. Speichern das Ganze einmal. Und genau, warum ist das so relevant? Genau, wir haben eben hier diesen Kontext, einmal Software und dann Hardware-Komponenten. Und wenn wir jetzt das Ganze zum Beispiel ins Fulfillment geben, die Lizenzen auf der einen Seite müssen aktiviert werden, auf der anderen Seite natürlich die Hardware, die Headsets und die Laptops müssen entsprechend verschickt werden. Vielleicht gibt es aber auch Fälle, in denen wir zum Beispiel mehrere Software-Komponenten haben, das eine aber direkt startet, der Vertrag direkt startet, der andere Teil vielleicht aber erst in einem halben Jahr oder im nächsten Monat startet. Und wenn wir jetzt sozusagen einmal weitergehen, wir sagen, das Angebot wird hier reviewed und wird letztlich auch akzeptiert. Und jetzt wollen wir aus dem Ganzen natürlich eine Order machen, beziehungsweise sogar mehrere. Wenn ich jetzt auf Ordererstellung klicke und mehr als nur als nur ein Line-Item auf unserem Angebot habe, bekomme ich eben auch direkt die Option, das Ganze jetzt bei Gruppe zu ordern. Ich könnte natürlich aber auch basierend auf einem Feld, wie beispielsweise eben dem Startdatum oder Enddatum oder auch basierend auf den individuellen Produkten, die wir hinzugefügt haben, verschiedene Orders erstellen. In diesem Fall haben wir das ja schon so wundervoll gruppiert nach Software und nach Hardware und erstellen dementsprechend eben auch mehrere Orders basierend auf den Gruppen, die wir haben. Jetzt sehen wir, unsere Orders wurden auch erfolgreich erstellt und hier sehen wir die beiden. Und wenn wir uns das Ganze jetzt einmal öffnen, haben wir hier eine und hier haben wir die nächste Order, sehen wir, dass wir jetzt eine Order bestehend nur aus unseren Softwareprodukten hatten, die wir im Angebot zugeordnet hatten. Also alles aus dieser Gruppe hier. Und dann haben wir natürlich noch eine zweite Order für alle Produkte aus die in dieser Order zusammenlaufen. Was bringt uns das jetzt eben konkret? Wie gesagt, das macht das ganze Thema Fulfillment in diesem Kontext sehr viel einfacher, macht es uns aber auch möglich, eben nicht nur ganz starr aus einem Angebot immer eine Order erstellen zu müssen, sondern wir haben eben sehr viel mehr Dynamik dabei, macht das Fulfillment für uns leichter, macht es aber auch möglich, eben basierend auf verschiedenen Startdaten, wenn wir zum Beispiel mehrere Softwarekomponenten drin haben, das Ganze hier auch entsprechend zu aktivieren, beziehungsweise dann an den Kunden zu shippen. Vielleicht haben wir auch unterschiedliche Abrechnungsweisen, nach denen wir das in einer Order aufbrechen wollen, damit wir das ganz klar trennen. Gibt es sehr viele Anwendungsfälle für, und wenn ihr eben genau so einen Anwendungsfall habt und da nicht wisst, wie ihr vorankommt, dann kontaktiert uns gerne und wir helfen euch dabei, das Ganze auf und umzusetzen.